Das heißt, wir bewegen uns hier vollkommen erneuerbar, emissionsfrei in der Luft fort und das, finde ich, ist ein absolut historisches Datum. Ich bin Rolf Thiemeyer, Leiter hier vom Flugplatz. Und das Besondere für uns ist, dass wir hier ein Elektroflugzeug haben heute mit einer Zulassung der Europäischen Luftaufsichtsbehörde. Und somit ist es das erste zugelassene Serienflugzeug. Er lädt. So, jetzt müsst ihr noch mal gucken. Wir gucken noch mal. Ja, mein Name ist Jens Ohlmeier. Ich bin Tourmanager der eCross Germany und geschäftsführender Gesellschafter der eCross Germany GmbH & Co. KG. Ist eine Firma, die sich aus der Klimawoche Bielefeld auch entwickelt hat und aus der Idee, ja, im Grunde genommen Mobilität komplett emissionsfrei zu gestalten und das zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Wir sind gestartet als ein Schulprojekt an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule und heute haben wir hier den Weltrekordflieger aus der Schweiz empfangen am Flugplatz Oerlinghausen mit dem ersten Langstrecken-Elektroflug und darüber sind wir natürlich sehr froh auf Einladung der eCross Germany. Die eCross Germany ist bemüht, emissionsfreie Mobilität auch tatsächlich zu kommunizieren und das eben zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und hier haben wir die Luftfahrtkomponente mit dabei. Viele Menschen denken ja, dass emissionsfreie Mobilität in der Luft gar nicht möglich ist und Elektroflugzeuge eben nicht funktionieren. Dem ist aber nicht so. Das heißt, heute haben wir den Beweis angetreten mit diesem Elektroflieger aus der Schweiz, dass das eben doch funktioniert. Hier haben wir ein vollelektrisches Flugzeug, was mit Solarenergie betankt worden ist. Hier auf die Dächer des Flugplatzes Oerlinghausen kommt eine sehr, sehr große Photovoltaikanlage. Das heißt, wir bewegen uns hier vollkommen erneuerbar, emissionsfrei in der Luft fort und das, finde ich, ist ein absolut historisches Datum. Junge. Man kaum gehört. Ja, das ist der. Ja, geil. So. Und wie viele sitzen jetzt drin? Zwei oder? Zwei. Ja. Nur zwei Sitzer. Ja, aber das reicht ja. Und super effizient. 22 Kilowattstunden nur auf 100 Kilometer. Das muss man erstmal schaffen als Flieger. Ja. Also mein Name ist Kerstin und normalerweise bin ich in Unternehmen unterwegs zum Thema Projekte und Entwicklungsprojekte und Innovationsprojekte beschleunigen. Und da passt natürlich unser Vorhaben total gut, weil ich finde, mit so einem neuen Flugzeug einmal elektrisch von den Alpen bis nach Norderney zu fliegen, ist halt etwas, das muss man wagen. Und da muss man eben kann man den deutschen Unternehmen auch zeigen, dass was geht in Richtung Innovation und Zukunft. Ich bin Morel Westermann, ich bin der Projektinitiator von dieser gesamten Challenge, wo jetzt dann auch diese Weltrekordidee draus geboren wurde und von den Alpen bis ans Meer mit 7 Weltrekorden. Wir haben nämlich festgestellt, dass nur das Fliegen, fliegerisch-aviatisch, ist eigentlich gar kein Problem. Das Flugzeug funktioniert problemlos, wir kennen es seit über 1,5 Jahren, den Vorgänger davon auf dem Platz. Die Herausforderung, dass wir doch relativ beschränkte Reichweiten haben. Wir können etwa eine Stunde fliegen mit 80 Knoten, das sagt Fußgängern jetzt nicht so viel, das sind etwa 150 km/h. Wir kommen also in etwa 100 bis 150 Kilometer weit. In der Luftfahrt ist natürlich dann das Wetter ganz entscheidend und deswegen plant man natürlich nicht mit dieser maximalen Reichweite. Man plant mit einer großen Reserve und man braucht innerhalb von dieser Reserve, das kann man wirklich machen mit dem Zirkel, so um den Startplatz herum, muss man dann Alternativflugplätze haben. Und weil man halt in der Luftfahrt einfach alles auf Sicherheit plant, gehen wir so mit diesen ungefähr 100 Kilometern ins Rennen und mussten dann die Etappen bis nach Norderney, das ist Luftlinie 780 Kilometer, 730, 50 Kilometer planen.
Ich finde es klasse, dass die Dinger vorbeifliegen, weil dann kriegt ihr auch eine Vorstellung davon, warum wir das machen. Dieses Flugzeug ist sehr, sehr viel leiser. Es ist ähnlich wie die Elektromobilität am Boden. Man hört sie nicht. Und unser Flugzeug ist praktisch unhörbar. Also auf der Höhe, wo der eben vorbeigebrummt ist, und ich bin mir sicher, es ist auch mit eurem Mikrofon noch gut zu hören, wären wir praktisch schon unhörbar. Als wir angeflogen sind, bin ich mir relativ sicher, waren wir nicht von den Segelflugzeugen von der Lautstärke zu unterscheiden. Wir hatten natürlich noch das wunderbare Glück, dass einer mit dem Verbrennungsmotor angetriebenen Pendant mit uns mitgeflogen ist. Und naja, er wollte vielleicht auch mit auf die Kameras und ins Fernsehen, ist dann also mit uns über den Platz geflogen und damit war natürlich diese Geräuschkulisse etwas schwer vergleichbar, aber ich kann euch versprechen, und das haben wir 12, 13 Mal auf dem Weg bewiesen, das Flugzeug ist mindestens mal im Landeanflug unhörbar und auch beim Start massiv Lärm reduziert. Hallo! Herzlich willkommen durch die E-Cross Germany. Toll! Ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ja, habt ihr einiges organisiert. Hallo zusammen. Hi! Das Besondere an einem Elektroflugzeug ist, dass wir ein Elektroladegerät dabei haben müssen. Es gibt noch keinerlei Ladeinfrastruktur auf den Flugplätzen, deswegen mussten wir unsere jetzt mitbringen. Und das war eigentlich auch die logistische Herausforderung für dieses Projekt, das Ladegerät immer zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Denn Flugzeuge sind üblicherweise schneller als Autos und deswegen haben wir sogar zwei davon. Wir haben so ein Hase- und Igel-Prinzip, dass immer ein Team an den übernächsten Ort fährt und diese Stunde, die wir laden müssen, dann nutzt, um die 100 Kilometer auf der Autobahn zu fahren. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht das Ladegerät, verbindet sich dort mit dem Flugzeug, hat dort einen so ähnlichen CHAdeMO-Stecker, ist allerdings die chinesische Variante, und lädt die zwei Batterien. Wir haben zwei Batterien, vorne eine und hinten, jeweils etwa 60 Kilo, also insgesamt tragen wir 120 Kilo Batterien mit uns herum. Aber das Spannende ist, dass im Moment ja nur die Ladungsträger, also die Batterie als solches, was wiegt. In der Zukunft werden wir leistungsfähigere Batterien haben. Die Ladung als solches, die Energie als solches wiegt ja nichts, sondern nur die Batterie, die den Ladungsträger darstellt. Und das wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend weiterentwickeln. Der Propeller ist ein super effizienter Propeller für den Schulungsbetrieb. Wir haben also eine gute Mischung zwischen Startleistung und Steigleistung und Rekuperation. In der Version der Software ist die Rekuperation, wie sie Elektroautos ja auch können, noch nicht erlaubt. Das wird die Zertifizierungsbehörde noch nachreichen und dann kann man sogar im Sinkflug mit diesem Propeller wie eine Windmühle Strom erzeugen. Und für das Anwendungsprofil Pilotenausbildung, wo es eigentlich immer nur zum Starten und zum Landen geht, ist das der absolute Gamechanger. Wir werden etwa 10 bis 15% der Energie rekuperieren können. Ja, mein Name ist Mike Henkel. Ich bin langjähriger Teilnehmer, nämlich seit 2015 bei der E-Cross Germany. Zusätzlich bin ich eigentlich in meinem richtigen Leben bei der Bundeswehr Fluglehrer am Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrum. Und Jens Ohlemeyer, der Organisator der E-Cross, hatte schon immer den Traum von zu Lande, zu Wasser und in der Luft mit der E-Cross. Und da habe ich jetzt den Posten quasi des Luftfahrtbeauftragten angenommen, dadurch, dass ich seit 20 Jahren in der Materie bin. Und von daher hat es jetzt wunderbar geklappt, unsere Elektro-Rekordflieger hier einzuladen. Das darf ich mir quasi auf die Fahne schreiben, das initiiert zu haben. Und ja, das ist natürlich wirklich ein historisches Erlebnis, dass sie denn jetzt auch hier auf dem Rückweg vorbeigekommen sind. Sieht man ein sehr schönes, modernes, aufgeräumtes Cockpit. Wir haben übersichtliche, kommen wir hier rum, wir haben hier übersichtliche Anzeigen. Die einzige Anzeige, die wirklich anders ist als bei normalen Flugzeugen, ist die State of Charge und das Batteriemanagementsystem sieht man hier. Und ansonsten sieht man an diesem Flieger eine relativ segelflugähnliche Konstruktion. Wir sehen also einen schlanken Rumpf, ein P-Leitwerk.
wo man auch Abklebungen hat, also wie man das in Segelflugzeugen auch kennt, um die aerodynamische Güte maximal hoch zu haben. Wir sehen auch hier Ruderspaltabdeckung, das ist auch so ein Ding aus den Segelflugzeugen, hier mit der kleinen Zackenleiste, um die Turbulenzen wirklich an der Oberfläche zu halten. Und das zeigt also eine sehr, sehr hohe aerodynamische Güte des gesamten Flugzeugkonzepts. Mein Name ist Roman Stahl, ich bin technischer Direktor der E-Cross Germany. Meine Aufgabe bei der Veranstaltung heute ist, dafür zu sorgen, dass das Elektroflugzeug, was hier gelandet ist, eben die nächste Etappe erreicht. Das heißt also Bereitstellung der entsprechenden Energie. Also in diesem Fall erschöpfte sich das in dem Verlegen eines Kabels und des Anschlusses eines Gleichstromladegerätes. Im Gegensatz zu der Kiste. Dieses Flugzeug ist vor allem gebaut für die Pilotenausbildung, für die Schulung. Und Pilotenausbildung beginnt zu Anfang immer in Platznähe. Also als Pilot in der Schulung fliegt man Platzrunden. Man startet, man macht vielleicht seine kleinen Trainingskreise, man fliegt ein bisschen geradeaus und dann landet man halt wieder. Und diese Platzrunden finden halt immer in Platznähe statt und damit ist die Reichweite gar kein Thema. Was aber ein Riesenthema ist, ist die Lautstärke, der Lärm und das kann anders gehen und das beweisen wir auch mit diesem Flugzeug. Also im Reiseflug ist es am Boden absolut unhörbar und wir zeigen damit, dass auch die Pilotenausbildung, die ja immer in Platznähe sind und die Dörfer, die in der Nähe von diesen Flugplätzen sind, Oerlinghausen hat das gleiche Thema, denke ich, dann vom Lärm belästigt sind und von diesem Flugzeug nicht. Das ist der eine riesige Vorteil, der andere ist, wir sind Faktor 4 bis 5 und wir haben es jetzt ausgerechnet, also in 22, etwa... irgendwas kW auf 100 Kilometer. Genau. Ne? Dieses Flugzeug verbraucht in etwa so viel Strom wie ein Tesla Model S, was ja schon ein ziemlich effizientes Fahrzeug ist. Und diese 22 Kilowattstunden sind ein absoluter Gamechanger in der Luftfahrt. Und das ist keine fossile Energie, die wir haben, das kann man über Solarzellen machen. Hangar, wenn du nach oben filmst, ich meine, Hangar sind immer riesige Flächen. Flugplätze sind immer hindernisfrei, deswegen sind es ja Flugplätze. Also sind sie auch ohne Schatten. Und sie sind prädestiniert für Solarzellen. Wir haben Platz, wir haben hindernisfrei und wir haben Flugzeuge in Zukunft, die diesen Solarstrom nehmen können. Natürlich werden wir das CO2-neutral nutzen. Am Schluss ist es halt auch das Geld. So ein Flugzeug ist einfach billiger. Wenn du den einmal voll lädst, haben wir etwa 5 Euro Stromkosten, Treibstoffkosten. Das Verbrenner-Pendant hat nicht nur 4 bis 5 Mal mehr Energieverbrauch. Das sind dann mal schnell 60, 70, 80 Euro Treibstoff, die man dann pro Stunde verwendet. Genau, für ein Leck letztendlich. Für ein Leck und wir verwenden 5. Also es ist auch dazu noch massiv günstiger im reinen Treibstoff. Und wenn du dir die Wartung anschaust, da sind wir im gleichen Thema wie die Elektroautos. Da gibt es einfach nicht viel zu warten. Also das sind diese, ich würde sagen, gravierenden Vorteile, die dieses Flugzeug hat. Und ich glaube, wir haben das ganz gut gezeigt. Und es ist total schön zu fliegen, weil auch in der Luft, wenn man mitfliegt, und ich durfte ja einmal mitfliegen, hört man nämlich nur 50% von dem, was man sonst in einem Verbrennerflugzeug hört. Das ist echt angenehm. Weil dann müssen wir nicht anbinden, das ist cool. Ja, Das ist cool, vielen Dank. braucht er nicht anbinden, aber nichtsdestotrotz könnt ihr da auf eine der beiden Seiten das Ladekabel anschließen. Aha, nee, wir laden den jetzt voll und dann schieben wir ihn rein. Ja. Ja, 2021 geht es weiter mit der E-Cross Germany, mit der Rallye- und Roadshow in Düsseldorf, rund um Düsseldorf vom 20. bis 22. August. Und dort wollen wir auch wieder emissionsfreie Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft abbilden. Mit Schiffen, Elektrobooten, Elektroschiffen auf dem Rhein und auch Elektroflugzeugen, die nach Düsseldorf kommen. Natürlich mit E-Bikes, natürlich mit Elektroautos und Elektromotorrädern und einer ganzheitlichen Mobilität.